Hi, welcome back to the Lamrim. Hallo, willkommen zurück We're beim on episode Lamrim. 11. Wir sind in Called Folge Make It 11. on the Tennis Sie Team. heißt ins And Tennisteam we're going to geschafft. start out with a story from the Wir Lamrim beginnen mit about einer Chok Geschichte Sung. aus dem And Lamrim Chok über means supreme. Dzogchen. And Sung Dzog bedeutet means höchster a und Zung pair bedeutet of ein two Paar people. von Okay? zwei Menschen. And this is an important word Es ist ein secret wichtiges practice. Wort And in I der can't tell geheimen you about it. Praxis, worüber ich But nichts sagen anyway, kann. Chok Sung means the Chok big Sung two. jedenfalls And this bedeutet refers to die two of the großen most zwei. famous disciples Hier of Lord bezieht Buddha. es sich auf zwei der Which is berühmtesten Shariputra Schüler von and Lord Buddha, Maudgalyayana. Shariputra und Maud We know Galiana. Shariputra because Wir he's kennen the hero Shariputra, in weil the er Heart der Held Sutra, des Herzsutra and ist. he gets to ask a Er question. stellt eine Frage Because of his question, und aufgrund dieser we Frage get the Heart bekommen Sutra. wir das We get to hear the whole Herzsutra. Heart Sutra. Wir erfahren So das ganze Herzsutra. Buddha, by the way, it is traditionally Die Tradition lehrt, that these two disciples dass of the diese Buddha beiden became Schüler des Buddha arhats. They reached Ahats nirvana, wurden. Sie haben Nirvana but they erreicht, reached it on a lower track. aber sie So haben es they're in auf this dem kleinen, dem category. unteren Weg Both of erreicht. them are in this Beide category sind in der of Kategorie people who have von reached a Menschen, very high die einen sehr hohen personal space persönlichen Bereich where they are erreicht in haben, complete bliss, wo and sie they in kind of vollkommener Wonne verweilen. are not so interested Und dort haben in sie the kein Bodhisattva besonders ideal, großes but trying Interesse to an meet every Bodhisattva-Ideale, living being and wo man alle give this Lebewesen promise to them that I will take treffen care will of them. Okay, und ihnen das Versprechen gibt, ich werde mich um dich kümmern. Traditionsgemäß erleben sie im Nirvana zu viel Wonne, um darüber viel nachzudenken. Also geschah es eines Tages, Lord Buddha dass Lord Buddha came to these two. zu den beiden kam und ich weiß nicht, ob ob er sie wachgerüttelt hat oder was er gemacht hat, aber er sagte, ich möchte euch in dieser höheren Sache unterweisen, wo ihr euch um jeden kümmert und ich möchte, dass ihr diese persönliche Erfahrung macht, wo ihr alle Lebewesen trefft. Ich glaube, dass es euer Leben für immer verändern wird. Damit hat er ihnen Mut gemacht und die Antwort dieser beiden Ahats war, hier wahrscheinlich in der zweiten Zeile, Seiji, wow, das klingt toll. Jedes einzelne Lebewesen treffen, ja, das wäre etwas Besonderes. Aber seitdem wir Nirvana erreicht haben, sitzen wir hier wie angewurzelt. Im Text hier heißt es, wie ein abgestorbener Stamm, versenkt durch Feuer oder so. Aber was es bedeutet ist, das hat so rein gar nichts mit uns zu tun. Das klingt schon super, Buddha. Aber weißt du, uns brauchst du diese Dinge nicht mehr beizubringen. Wir sind schon in diesem entrückten Ort. Und wir werden Millionen von Jahren hier bleiben. Also, Chicha, wir sind nicht diejenigen, denen du diese Dinge beibringen solltest, weil wir bereits in unserem persönlichen Nirvana versunken sind. Du verschwendest bloß deine Zeit mit uns. Also gibt es diesen Vorfall, wo sogar dieser bedeutende Ahat, der das Herzsutra erbeten hatte, in dieser Art von Raum bleiben wollte und zu Lord Buddha sagte, vielleicht solltest du deine Zeit nicht mit uns verschwenden, weil wir an einem guten, schlechten Ort sind und das nicht wirklich tun können. Dann kommt Pabongka Rinpoche und verteidigt Shariputra, indem er sagt, schau, Shariputra, dieser Arya, der hat das nur vorgetäuscht. Er war gar nicht in ein egoistisches, persönliches Nirvana eingetreten. Er hat es nur vorgetäuscht. Und die Antwort, die er dem Buddha gab, verschwende deine Zeit nicht mit uns, war zum Wohle anderer. Gong bedeutet, er hat es vorgetäuscht. Shariputra hat es vorgetäuscht. Und er tat das, um ein gutes Beispiel zu sein für andere potenzielle Nirvana-Suchende in seiner Gemeinschaft, in seiner Gruppe von Studierenden. Er wollte sagen, macht nicht denselben Fehler, den ich gemacht habe.
Werdet nicht immun gegenüber den höheren Lehren. Macht diesen Fehler nicht. Ich habe diesen Fehler gemacht. Macht ihr ihn nicht auch. Also hat er das nur vorgetäuscht. Er ist einer dieser Personen, wie zum Beispiel im Herz-Sutra, die wir traditionellerweise sogar als Buddha betrachten könnten, der einem anderen Buddha Fragen stellt. Wer ist in diesem Fall der andere Buddha? Für $0. Bodhisattva Avalokiteshvara. Okay, Ran Sembala Gone Sumbashin. Wie dem auch sei, das Erreichen dieses niedrigen Nirvana ist ein großes Hindernis. Für Dzanggyalwa, was ein Verb ist, wofür? Buddhaschaft erreichen, Buddha werden. Dena, daher, sollten wir demnach alle Stufen des Lamrims überspringen, die für Menschen mit niedriger oder mittlerer Motivation gedacht sind. Willst du damit sagen, dass wir diese niedrigen Stufen einfach überspringen sollten? Und die Antwort darauf lautet nein. Werde gut darin, traurig über den Zustand der Welt zu sein. Werde gut darin, traurig den Zustand der Welt zu sein. Werde gut darin und dann musst du den großen Weg betreten. Du musst nach dieser Erfahrung streben, wo du alle Lebewesen des Universums triffst und dich persönlich verpflichtest, ihnen zu helfen. Der Zweck des Studiums der Stufen auf dem Pfad für Menschen mit mittlerer Motivation ist es, diese Art Geisteszustand zu erreichen, wo wir alle Arten von Leben satt haben, die man in diesem Samsara, in diesem leidvollen Leben haben kann. Sogar ein menschliches Leben, sogar ein wohlhabendes menschliches Leben, sogar ein wohlhabendes menschliches Leben mit Zugang zu vielen Schriften, Mixed Nuts. Selbst diese Leben wollen wir nicht, wir wollen mehr. Aber das ist nicht der wahre Weg. Wow. Es ist notwendig, auf den wahren Weg zu kommen, aber das ist nicht der wahre Weg. Es ist ein Teil der Stufen auf dem Pfad, aber es ist nicht der Weg, den du am Ende gehen willst. Dann sagt er etwas Radikales und ich habe erlebt, wie Leute diese Aussage falsch interpretiert haben. Wie soll ich das sagen? Kannst du das nächste Bild zeigen? Ich mag das nächste Bild. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich war nicht auf vielen Konzerten in meinem Leben. Aber in diesem nächsten Bild siehst du, wer sind diese Leute? Sie spielen nicht besonders gut. Sie sind die Vorgruppe. Du kaufst dir ein Ticket für eine tolle Band. Du willst sie live persönlich sehen. Das Konzert soll 2-3 Stunden dauern. Und dann kommst du an und da spielt irgendeine andere öde Band. Und sie sind nicht besonders gut. Das ist dann die Vorgruppe. Irgendwie sind sie an diesen Job gekommen. Sie spielen eine Stunde lang, damit die Zeit schneller vergeht und die richtigen Superstars sich noch hinter der Bühne ausruhen können. Und du musst diese Typen eine Stunde lang ertragen. Okay, was hat das jetzt damit zu tun? Und übrigens, manchmal kommt dann der Superstar für 2 Lieder auf die Bühne und verschwindet sofort wieder und die schlechte Band tritt nochmal auf. Dasselbe passiert im Lamrim. Im ersten Teil haben wir gelernt, im ersten Teil haben wir die Stufen auf dem Pfad für Menschen mit niederer und mittlerer Motivation studiert. Menschen, die einfach nur keinesfalls in die unteren Reiche wollen und Menschen, die grundsätzlich nicht mehr wiedergeboren werden wollen. Aber all diese Menschen, die haben nicht die wahre Praxis. Sie sind nur die Vorgruppe. Sie sind nur die Eröffnungsband. Es gibt auch einen anderen Namen dafür. Ja, wie auch immer. Diese Stufen auf dem Pfad, mit denen wir uns seit Jahren beschäftigen, sind nicht die wahre Sache.
Das ist nicht das eigentliche Konzert. Das ist nicht die Musik des Lamrim. Das war nur, um dich aufzuwärmen. Und dann sagt er noch etwas Radikales. Okay, bist du bereit? Die 6 Vollkommenheiten sind auch eine Vorgruppe, die am Ende wiederkommt. Die 6 Vollkommenheiten sind auch nur eine Vorgruppe. Sie sind nicht die Hauptsache und das ist eine unglaubliche Aussage. Die Stufen auf dem Pfad, um eine niedere Wiedergeburt zu vermeiden oder überhaupt eine Wiedergeburt zu vermeiden, sind nicht die Hauptsache. Und die 6 Vollkommenheiten sind auch nicht die Hauptsache. Was bleibt dann übrig? Ja, es ist jene Erfahrung, wo man alle Lebewesen im Universum trifft und sich ihnen alle verpflichtet. Jeden Einzelnen, ich werde dir helfen. Pabongka Rinpoche macht hier eine sehr radikale Aussage. Das ist die Hauptband, das sind die Rolling Stones. Das ist die Sache, auf die du gewartet hast. Das ist es auch, worauf du dich konzentrieren solltest. Eine wirklich außergewöhnliche Aussage. Ich meine, wenn du ein echter buddhistischer Praktizierender bist, dann wirst du dir hier denken, wow, das ist starker Tobak. Große Lamas haben Werbung gemacht in ihren Schriften für dieses Studium, das Studium des großen Wegs, des Bodhisattva-Wegs. Die großen Lamas der Vergangenheit haben eine Sales-Kampagne gestartet für dieses Bodhicitta, für den Versuch, dieses Bodhicitta erlangen, den Versuch, diese Erfahrung zu machen. Einer von ihnen ist der große 5. Dalai Lama. Er lebte von 1617 bis 1682 und er schrieb ein Buch namens Champel Chelung, das wir bereits studiert haben. Es heißt das Wort von Manjushri, Sumbashen. Er erzählt coole Dinge auf, die passieren werden, wenn du diese Erfahrung machst. Wenn du es schaffst, diese Erfahrung zu machen, welche du übrigens nur in der Meditation machen kannst, wenn du es schaffst, diese Erfahrung zu machen, wo du alle diese Lebewesen triffst, wenn du es bis dahin schaffst, dann werden dir 10 verschiedene Dinge passieren. In jenem kurzen Lamrim sind sie nicht so klar aufgeführt, aber hier in diesem langen Lamrim werden sie im Detail besprochen. Seit den Tagen des 5. Dalai Lamas ist es Tradition, an dieser Stelle den Studierenden die 10 coolen Dinge zu präsentieren, die dir dann passieren werden, wenn du diese höchste Erfahrung erreichst. Mit jedem Lebewesen. Gehen wir die Liste kurz durch. Und dann wird Pabongka Rinpoche ins Detail gehen. Tatsächlich bedeutet die große Detailgenauigkeit, mit der der Lama diese 10 erklärt, dass wir die 10 in diesem Retreat nicht alle schaffen werden. Daher müssen wir am nächsten Retreat damit weitermachen. Aber einen Teil der Liste werden wir schaffen. 10 unterschiedliche, erstaunliche Dinge. Nummer 1, wenn du diese Erfahrung mit jedem Lebewesen machst, werden 10 besondere Dinge mit dir passieren. Nummer 1, der einzige Weg, wie man den Bodhisattva-Pfad betreten kann, ist über diese Erfahrung. Es gibt keinen anderen Weg. Du musst diese Erfahrung machen. Es gibt viele Systeme dafür. Die Methode der 7 Schritte oder sich selbst mit anderen austauschen. Aber das sind Methoden, wie man zu dieser Erfahrung gelangt. Aber erst wenn du diese Erfahrung gemacht hast, können wir sagen, dass du auf dem Mahayana-Pfad bist. Dann bist du auf dem höheren Weg und du musst nicht mehr umkehren, um dein Mittagessen zu holen oder Dinge, die du zu Hause vergessen hast. Zweitens, diese Stelle liebe ich. Wenn von dem Moment an, wo du diese Erfahrung gemacht hast, die Buddhas über dich sprechen, dann sagen sie,
Tim, mein Sohn, oder Seiji, mein Sohn. Sie werden anfangen, dich als ihren Sohn zu bezeichnen oder als ihre Tochter. Das ist so wunderbar, wenn die Buddhas anfangen, mit dir oder über dich zu reden, als wärst du wirklich ihr Sohn oder ihre Tochter. Und natürlich lieben sie alle Lebewesen. Selbstverständlich lieben sie alle Lebewesen gleichermaßen, aber jene Lebewesen, die sehr nahe dran sind, sich der Familie der erleuchteten Wesen anzuschließen, denen gegenüber haben sie ganz besondere Gefühle und sie sagen, mein Sohn. Sie nennen sie mein Sohn oder meine Tochter. Und wenn du jemals eine solche Beziehung erlebt hast, dann weißt du, wie zauberhaft das ist. Ich hatte so eine Beziehung mit meinem Herzlehrer, Ken Rinpoche. Wenn die Leute zu ihm kamen, hat er mich immer als seinen Sohn bezeichnet. Und es war eine sehr tiefe, tiefe Liebe, eine tiefe Sache. Wenn du diese Erfahrung machst, dann beginnen die erleuchteten Wesen dieses Universums zu sagen, ja, er ist einer meiner Söhne oder sie ist eine meiner Töchter. Die dritte gute Sache, dann wirst du Teil einer Familie, du schließt dich einer exklusiven Familie an und du unterscheidest dich vollkommen von allen anderen, besonders von Menschen auf dem unteren Weg. Ich stelle mir das so vor, dass du dann einen höheren Entwicklungszustand erreicht hast. Du spielst nicht länger in ihrer Liga, du spielst in einer anderen Liga, du bist in einer anderen Familie. Nummer 4. Noch etwas Cooles passiert. Ich finde das irgendwie sexy, aber wenn du diese Erfahrung gemacht hast und Menschen dir dafür Respekt zollen, dann bekommen sie unglaublich gutes Karma. Das ist also ein guter Grund, die Erfahrung zu machen. Wenn du also danach ein freundlicher Mensch bist und Menschen dich auch freundlich finden, dann bekommen sie 10 Milliarden mehr Samen, wenn sie gut über dich denken. Es ist irgendwie ein besonderer Nutzen. Oder wenn sie dir eine Tasse Tee bringen, dann ist es für sie genauso, als würden sie 1000 Tassen Tee oder Millionen Tassen Tee bringen, weil du diese andere Person bist. Du bist ein anderes Wesen. Deshalb ist es super, so eine Person zu sein, bei der andere Menschen automatisch großartiges Karma sammeln, wenn sie dich nur kennenlernen. Nummer 5. Es wird einfach für dich, riesige Mengen guter Samen zu sammeln. Wenn du diese Erfahrung gemacht hast, wirst du ein paar unvorstellbare Samen in deinem Geist sammeln, die dich an erstaunliche Orte bringen werden. Und du weißt das, du siehst das. Natürlich hat jeder Bodhisattva noch viele alte schlechte Samen. Und jeder Bodhisattva, auch jene, die Leerheit direkt gesehen haben, beziehungsweise diese Bodhicitta-Erfahrung direkt gemacht haben, auch sie haben immer noch viele schlechte Samen in ihrem Geist. Auch sie machen immer noch Fehler. Sie haben ihre Geistesgifte noch nicht beseitigt, sie sind noch keine Arhats, sie haben immer noch Probleme, okay? Aber sie können ihren Geist schneller reinigen als andere Leute. Nummer 7. Jedes Ziel, jedes spirituelle Ziel, auf das du deinen Geist ausrichtest, kannst du erreichen. Ich will Sanskrit lernen und meistern, damit ich mehr Menschen helfen kann, zum Beispiel. Ich möchte die Zukunft voraussagen können, um Menschen so besser helfen zu können. Was auch immer du dir erträumst, du kannst es erzielen. Nummer 8. Dich werden keine außergewöhnlichen Hindernisse mehr aufhalten. Sie werden dir aus dem Weg gehen. Zu jedem dieser Punkte gibt es übrigens eine lange Erklärung. Und die kommt noch. Jetzt nenne ich dir erstmal alle 10 im Überblick. Nummer 9. Du steigst sehr schnell auf durch die Bodhisattva-Ebenen. Du bewegst dich sehr schnell über die 5 Pfade, um das Ende zu erreichen. Nummer 10.
Du wirst zum Anker, in dem alle Wünsche jedes Lebewesens wachsen und später mit Genuss gegessen werden können. Reden wir jetzt über den ersten dieser Punkte. Wir haben noch etwas Zeit. Wir sprechen über das erste der 10 coolen Dinge, die passieren, wenn du es bis zu diesem Schlüsselerlebnis schaffst. Tamboni. And I like to think, okay, so when I was a kid, ich erinnere mich an die Zeit, als ich ein Kind war und meine Eltern sich scheiden ließen und meine Mutter keinerlei Ausbildung hatte und kein Geld. Da ist sie nochmal zur Schule gegangen. Zu dieser Zeit war die einzige Arbeit, die eine Frau bekommen konnte, Sekretärin oder Lehrerin. Sie ging wieder zur Schule und wurde Lehrerin. Sie hatte 4 Jungs und kein Geld. Es war nicht so, dass wir ständig Hunger leiden mussten. Ab und zu waren wir hungrig. Aber wir mussten immer sparen. Ich erinnere mich, eines Tages sagte sie, okay Jungs, wir halten einen Familienrat. Und wir kamen alle und sie sagte, schaut, wir haben nicht so viel Geld, also werden wir das demokratisch entscheiden. Wir haben entweder Geld, um ab und zu ins Kino zu gehen, oder ich habe Geld, um euch in den Tennisclub zu schicken. Ihr könnt im Tennisclub Tennis spielen lernen. Dann sagten wir, Mom, wir lassen es dich wissen. Und wir, alle 4 Brüder, gingen in ein anderes Zimmer und haben uns besprochen. So in der Art, lasst uns das Kino nehmen. Wer will schon Tennis spielen? Ja, nehmen wir das Kino. Dann hat mein älterer Bruder gesagt, nein, Mama will euch austricksen. Und wir haben gefragt, was meinst du? Sie will, dass ihr euch für das Kino entscheidet, weil es billiger ist und der Tennisclub teurer ist. Wir haben gesagt, aber wir wollen gar nicht Tennis spielen lernen. Und er hat gesagt, ihr Dummköpfe, der Tennisclub hat einen Pool. Ihr könnt schwimmen gehen, wann immer ihr wollt. Das hat sie euch nicht gesagt, weil es teurer ist. Nehmt den Tennisclub und dann könnt ihr immer ins Schwimmbad gehen. Und dann haben wir alle für den Tennisclub gestimmt. Und dann hat meine Mutter beschlossen, dass wir Tennis lernen müssen, um im Pool schwimmen zu dürfen. Also haben wir Tennis gelernt. Ich glaube, wenn es zu der Zeit Yoga gegeben hätte, hätte sie uns zum Yoga geschickt. Aber sie hat gesagt, das ist etwas, das euch fit hält für den Rest eures Lebens. Es ist nicht wie Football. Football spielst du, bis du 20 bist und dann verletzt du dich am Knie und hörst auf. Oder Fußball. Aber Tennis kannst du spielen. Sie spielte Tennis bis wenige Wochen vor ihrem Tod. Also hat sie gesagt, das ist gut für euch. Es wird euch das ganze Leben helfen. Also haben wir Tennis gelernt. Aber in meiner Jugend war Tennis etwas für Schwächlinge und Sonderlinge. Dünne, schwache Kinder. Zeig das noch nicht. Mann, das ist doch die Pointe. Nur für die Sonderlinge. Zeig das letzte Bild. Das kleine Kind, ein kleiner Pimpf. Er sieht irgendwie wie Seiji aus als Kind. Nur Sonderlinge wollen Tennis lernen. Warum reden wir darüber? Später, als ich auf die Highschool kam, gab es dort ein Tennisteam. Und wenn du es ins Team geschafft hast, wenn du einer der nur 5 oder 6 zugelassenen Jungs im Team warst, nur 6 Jungs durften ins Team. Wenn du es also ins Team geschafft hattest, hast du diese besondere Jacke bekommen und wenn du diese besondere Jacke hattest, war es sehr leicht, eine Freundin zu bekommen. Also wollten wir alle diese besondere Jacke, eine Lederjacke. Wir wollten alle eine, also sagte ich, ja, ich kann Tennis, ich kann es ins Team schaffen. Also habe ich mich sehr angestrengt, ins Team zu kommen. Dieser kleine Kerl mit dem Tennisschläger, das bin ich. Ich will ins Team, Mama. Okay, here we go. Machen wir weiter. Die Frage, ob du ins Bodhisattva-Team kommst, hängt davon ab,
ob du diese Erfahrung gemacht hast oder nicht. Wenn du es also ins Tennisteam schaffen willst, was bedeutet ins Bodhisattva-Team, musst du diese Erfahrung machen. Das ist der erste Nutzen dieses Erlebnisses mit allen Lebewesen. Wenn du diese Erfahrung gemacht hast, bist du in diesem besonderen Club, du bekommst die besondere Bodhisattva-Jacke, alle Bodhisattva-Mädchen verlieben sich in dich oder die Jungs. Es ist eine lange Geschichte, aber halte durch. Sogar Tsongkhapa hat gesagt, es ist mir egal, ob das Buch, das du liest, ein Bodhisattva-Buch ist oder nicht. Sechi soll die Anleitung für Bodhisattvas übersetzen. Tsongkhapa hat gesagt, es ist mir egal. Ich will wissen, ob du dem Club beitrittst oder nicht. Bist du einer dieser auserwählten VIP-Menschen, die dem Bodhisattva-Club beigetreten sind, die diese Erfahrung gemacht haben? Das ist das Einzige, was mich interessiert. Mir ist egal, welches Buch du liest. Mir ist es egal, welche Bücher du studierst. Mir ist es egal, ob du Mahayana-Werke übersetzt. Ich möchte wissen, ob du diese Erfahrung gemacht hast oder nicht. Und ob du diesem Club beitrittst, hängt schließlich davon ab, ob du diese Erfahrung gemacht hast. Und wenn deine Erfahrung, diese Erfahrung, lediglich das ist, was Geshe Michael dir von dieser Erfahrung erzählt, dann bist du auch diese Art von Bodhisattva. Wir reden nur über dich, als wärst du bereits ein Bodhisattva, aber du bist noch keiner. Du bist noch nicht auf dem Bodhisattva-Pfad. Du kannst nur wiederholen, was jemand anderer darüber gesagt hat. Und dann hat Tsongkhapa gesagt, angenommen, du hast die Erfahrung noch nicht gemacht. Gyugel bedeutet König aller Tantras. Tartuk, der ultimative König aller Tantras. Guhya Samadra, das war eines von Tsongkhapas Lieblingstantras. Sein allerliebstes war Vajrayogini, aber das ist geheim. Du kannst sie praktizieren, die beiden Stufen des Tantras, aus dem höchsten tantrischen Buch, das es gibt, aber Gyang, das wird dich nicht zu einem Buddha machen. Dieses Tantra ermöglicht es dir nicht einmal, den ersten der 5 Wege auf dem Bodhisattva-Pfad zu betreten. Also vergiss das Tantra. Versuche lieber, diese Erfahrung zu machen. Tu, was du kannst, um diese Erfahrung zu machen. Wie kann man das machen? Studiere die beiden Methoden, die wir haben, dich mit anderen austauschen und gleichstellen und dich selbst mit anderen austauschen und dann die Methode der 7 Schritte, gelehrt von Lord Atisha. Wir werden sie lernen. Wenn du Mahayana studierst und diese Erfahrung noch nicht gemacht hast, dann würde ich in Frage stellen, ob du überhaupt Mahayana studierst. Das ist schon heftig. Aber wenn du diese Erfahrung gemacht hast und alles, was du weißt, ist Om Mani Padme Hum, eine Runde auf deiner Mala, dann wird das zum Studium der Mahayana-Lehren. Und dieses eine Mal der Rezitation von Mantren auf deiner Mala wird ausreichen, um dich zur Erleuchtung zu bringen. Die letzte Sache, die ich dir zeigen will, ist dieses Bild. Bist du bereit? Ich habe es heute gefunden. Veronika und ich haben es gefunden. Wie auch immer. Ich habe es in der Tat ins Team geschafft. Und es war cool. Ich bin der Typ in der Mitte mit den langen Haaren. Es ist also möglich, es ins Team zu schaffen. Und ob du es ins Team schaffst oder nicht, hängt davon ab, diese Methode zu lernen. Gleichstellen und sich austauschen mit anderen. Und dann mach einfach immer weiter, bleib immer dran, mit aller Entschlossenheit. Dann wirst du die Erfahrung machen. Dann hat dein Leben einen Wert gehabt. Dann hattest du ein gutes Leben.
Wenn du nur diese eine Erfahrung machst, dann hattest du ein gutes Leben. Wir sehen uns wieder in Episode 12.